Der alljährliche Forge Bowl hat auf den Live-Servern bereits am 14. Januar begonnen und wird noch bis zum 3. Februar laufen. Das bedeutet, erst beim Erscheinen dieses Videos eigentlich schon wieder fast vorbei. Zu Recht blicke ich jetzt auf meine weiße Betonwand, hinter der ich eure fragenden Gesichter vermute, aus denen ich lesen kann: Aber Falco, warum machst du dieses Video dann überhaupt noch? Ganz einfach, es gibt dieses Jahr so viele Neuerungen in dem Event, dass ich hoffe, vielleicht doch noch dem ein oder anderen Spieler weiterhelfen zu können. Moment, falsches Skript. Es gibt dieses Jahr eigentlich nur eine einzige Neuerung, die aber enorm wichtig ist und scheinbar auch für zukünftige Events beibehalten wird. Nach Abschluss der 36. Quest, also der letzten bereits am ersten Tag freigeschalteten Quest, erhaltet ihr eine geheimnisvolle Kiste, die sich erst nach Ablauf eines Countdowns öffnet. Der Countdown endet am vermeintlichen Startdatum des St. Patrick's Day Events und die Kiste enthält ein Auswahlkit für das Hauptgebäude des St. Patrick's Day. Dieses wird euch bei dem umfangreichen Event einige Zeit und Arbeit sparen, deswegen spielt wenigstens die ersten 36 Quests des Forge Bowls, um im folgenden Event ein leichteres Spiel zu haben. Übrigens hat sich auf dem Beta-Server auch schon offenbart, dass auch das St. Patrick's Day Event wieder eine solche Kiste haben wird. Scheinbar wird diese neue Tradition also auch gleich beibehalten. Der Rest des Forge Bowls ist, bekannt. Der Quarterback Cal Watchers wird euch insgesamt 55 Quests stellen, von denen 35 direkt freigeschaltet sind und die restlichen täglich dazukommen. Jede dieser Quests und die Meilensteine der 15. und 40. Quest geben euch Footballs. Diese könnt ihr auch in Ereignissen rund um eure Stadt finden und sie stellen die Eventwährung dar. Außerdem erhaltet ihr auch noch das Grundgebäude des neuen Hauptpreises und 2 Upgrade-Kits für dieses. Die restlichen Upgrade-Kits erhaltet ihr als Touchdown-Belohnung im Eventfenster. Um Touchdowns zu erzielen, müsst ihr Footballs zu euren Mitspielern passen. Dafür stehen euch immer 3 Spieler zur Auswahl, die jeweils zu unterschiedlichen Kosten eine unterschiedliche Distanz zurücklegen und unterschiedliche Chancen auf genauso unterschiedliche Preise bieten. Eine gewisse, wenn auch unterschiedliche Chance auf den aktuellen Tagespreis bieten sie jedoch alle. Habt ihr 80 Yards zurückgelegt, erhaltet ihr einen Hauptpreis und startet wieder vom anderen Ende des Spielfeldes. Bessere Chancen auf Tagespreise oder Hauptpreise könnt ihr mit dem Aktivieren von Trainern erreichen. Standardgemäß ist bereits der Standardtrainer aktiviert, der auch unbegrenzt lange aktiviert sein kann. Dieser gibt euch eine 3%ige Chance, den Preis, den ihr durch einen Pass erhaltet, zu verdoppeln. Zusätzlich stehen euch noch 3 kostenlose Trainer zur Verfügung, die ihr jederzeit aktivieren könnt. Ihre Laufzeit ist allerdings auf 24 Stunden begrenzt. Ist diese Zeit abgelaufen, wechselt ihr automatisch wieder zurück auf den Standardtrainer und euer Coach wechselt in einen 24-stündigen Cooldown. Erst nach Ablauf dieser Zeit könnt ihr ihn erneut aktivieren. Ihr könnt euren Trainer auch jederzeit wechseln, allerdings fällt auch jeder Trainer, den ihr manuell verlasst, in den Cooldown. Einzig der Standardtrainer tut dies nicht, sodass dieser immer euer Fallback sein wird. Diese 3 Trainer bieten euch dann immer einen zusätzlichen Yard pro Wurf, eine 5% höhere Chance auf den Tagespreis oder die doppelten Ligapunkte. Der 5. Trainer im Bundle ist der Trainer und er trägt seinen Artikel nicht umsonst. Der Trainer bietet nämlich die Effekte aller anderen Trainer gleichzeitig. Allerdings müsst ihr dazu auch 150 Diamanten bezahlen. Der Einsatz der Premium-Währung bewahrt euch allerdings nicht vor der begrenzten Laufzeit von 24 Stunden und dem folgenden Cooldown. Überlegt euch also genau, wann ihr ihn einsetzt, wenn ihr dies vorhabt. Die zurückgelegten Yards jedes Passes werden euch in der Ligenrangliste gutgeschrieben. Je nachdem, wie viele Yards ihr über das gesamte Event gesammelt habt, erhaltet ihr am Ende des Events die entsprechenden Belohnungen aus der Liga, in die ihr es geschafft habt. Habt ihr die 80-Yard-Marke passiert, kriegt ihr, wie bereits gesagt, eine Touchdown-Belohnung. Jeder zweite Touchdown bringt ein Upgrade-Kit für das neue Hauptgebäude. Dies ist das Terrakotta-Weingut mit 8 Stufen. Voll ausgebaut bringt es euch Zufriedenheit, Bevölkerung, Münzen, Medaillen, 25% Vorratsboost, 18 Güter und 8 Forge-Punkte auf 5x3 Feldern. Das sind alleine mehr als ein Forge-Punkt pro 2 Felder, was besser wäre als ein Schrein des Wissens Stufe 2. Die Güter sind ein nettes Gimmick und der Vorratsboost soll insbesondere für Spieler, die planen, wegen Vorräten ihre halbe Stadt abzureißen, eine nützliche Hilfe sein. Das Video findet ihr übrigens oben rechts in der Infocard. Das soll es aber noch nicht gewesen sein, denn es handelt sich bei dem Weingut um ein Kettengebäude, an welches ihr unterschiedliche Anbauflächen anhängen könnt und das so viele wie ihr wollt.
Diese sind der Olivenhain, der Lavendelrasen, der Weinstock oder der Zypressenpass. Alle diese bringen euch jeweils auf 10 Feldern zusätzliche Zufriedenheit und der Reihe nach 8% Verteidigung für die angreifende Armee, 4 Fortschpunkte, 10 Güter oder 8% Angriff für die angreifende Armee. Die Felder könnt ihr als Tagespreise erhalten. An welchen Tagen sie genau kommen, ist natürlich nicht bekannt. Insgesamt könnt ihr 8880 Footballs sicher kriegen, wenn ihr euch täglich einloggt und alle Quests spielt. Footballs aus Ereignissen kommen noch dazu. Im englischen Fandom Wiki wurde wieder eine hilfreiche Tabelle erstellt, die ihr euch nach Belieben sortieren könnt. Beispielsweise nach Kosten pro Tagespreis oder Kosten pro Yard. Für beides gibt es auch eine geboostete Variante. Das bedeutet, diese Werte erreicht ihr nur, wenn ihr den jeweils passenden Coach oder den Premium Coach aktiviert. Klickt ihr auf den jeweiligen Spaltenkopf, werden euch die besten Coaches oben angezeigt. Wollt ihr also möglichst viele Tagespreise oder Yards rausholen, könnt ihr diese Tabelle oder beispielsweise den FOE-Helfer benutzen, der euch immer grün markiert, welcher Spieler für die jeweilige Strategie der beste ist. Gehen wir mal davon aus, dass einer der besten 5 Spieler definitiv immer zur Auswahl steht. Geht ihr auf Yards, bedeutet das, dass ihr geboostet mit Trainern durchschnittlich ungefähr 9,6 Footballs pro Yard ausgebt. Mit euren mindestens 8880 Footballs würdet ihr also 925 Yards zurücklegen und somit 11 Hauptpreise kriegen. Das sind 6 Upgrade-Kits für das Weingut. Zusammen mit den 2 aus der Questreihe kommt ihr auf 8 Kits. Um das Hauptgebäude voll auszubauen, braucht ihr aber eigentlich nur 7. Deshalb sollte es mit dieser Strategie ziemlich easy sein, das Hauptgebäude voll auszubauen. Geht ihr stattdessen auf Tagespreise, bezahlt ihr durchschnittlich 464 Footballs pro Tagespreis. Mit den 8880 Footballs kriegt ihr also ungefähr 19 Tagespreise, wenn ihr immer die besten euch zur Verfügung stehenden Spieler verwendet und einen entsprechenden Trainer aktiviert habt, der die Chance auf den Tagespreis erhöht. Aber kriegt ihr gleichzeitig auch noch das Hauptgebäude voll ausgebaut? Geht ihr strikt auf Tagespreise und aktiviert dabei auch nur den kostenlosen Trainer, der die Chance auf Tagespreise erhöht, legt ihr durchschnittlich 4,4 Yards bei durchschnittlich 52 Footballs pro Wurf zurück. So könntet ihr 170 Mal werfen, was insgesamt 748 Yards und somit 9 Hauptpreisen entspräche. 9 Hauptpreise sind 5 Upgrade-Kits und mit den beiden aus der Questreihe kriegt ihr also selbst, wenn ihr ausschließlich auf Tagespreise geht, trotzdem das Hauptgebäude voll ausgebaut. Und das selbst ohne Premium-Trainer. Mit dem Premium-Trainer legt ihr bei jedem Wurf einen extra Yard zurück, was euch schlussendlich wieder auf 11 Tagespreise und somit sogar ein Kit zu viel bringt. Denkt aber dran, das sind alles nur gerundete Berechnungen, die auch noch auf bestimmten Annahmen beruhen, die ich am Anfang genannt hatte. Sicher ist hier also gar nichts, aber ihr könnt eurem Glück natürlich etwas nachhelfen, indem ihr darauf achtet, immer die besten Spieler zu nehmen, die optimalen Trainer auszuwählen oder den Premium-Trainer zu kaufen und regelmäßig online zu kommen. Bis hierhin hoffe ich dann aber wieder, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch vielleicht etwas weiterhelfen. Ich freue mich immer sehr über jeden Daumen nach oben, jedes Abo und jedes neue Kanalmitglied. Für den Moment aber erstmal bis zum nächsten Video und ciao.